Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem, nun ja, Old-Style-News-Video, aber trotzdem gleichzeitig New-Style. Ich will was Neues machen und zwar möchte ich euch, während ich quasi euch über News aufkläre, gleichzeitig erklären, wie die das eigentlich gemacht haben und wie relevant das eigentlich jetzt für uns ist, okay? Zunächst einmal müssen wir klären, was ist denn passiert? Zoom, da ist jetzt gerade so ein bisschen der Trend nach oben. Das ist eine Videoconferencing-App bzw. ein Tool, um Videokonferenzen abzuhalten. Und das ist natürlich extrem populär geworden angesichts der aktuellen Lage. Dürfte jedem klar sein, was ich damit meine und warum das so wichtig ist. Und ja, dementsprechend ist jetzt natürlich schockierend, dass die Daten an Facebook senden. Sogar wenn ihr nicht mal einen Facebook-Account habt. Das ist eine riesen Headline gewesen in den letzten paar Tagen und die ist quasi viral gegangen, sogar fast schon. Wahrscheinlich habt ihr davon auch mitbekommen. Das Ganze ist nicht in den Datenschutzerklärungen drin verlinkt. Also wir sagen ja hier, oder die sagen hier auch tatsächlich, das wurde so nicht gesagt, dass die Datenschutz oder dass man da Daten an Facebook schickt, aber ja, man tut es eben trotzdem. So, jetzt, wie relevant ist das Ganze eigentlich? Nun, Folgendes wäre passiert, wenn sie es in den Datenschutzrichtlinien drin gehabt hätten, dass sie Daten an Facebook senden. Es hätte sich nichts geändert. Bin ich ganz ehrlich mit euch, es wäre wahrscheinlich trotzdem genauso verlaufen, wie es verlaufen ist. Denn was in der Datenschutzerklärung definitiv drin steht, ist Folgendes. Zoom sendet Daten an die Third-Party-Service-Providers und Advertising-Partners, das sind die Drittanbieter sozusagen. Das heißt, sie benutzen APIs von Google Ads, von Google Analytics und nennen, also sie sagen hier tatsächlich direkt e.g., das bedeutet so viel wie zum Beispiel Google Ads und Google Analytics und sagen da aber nicht explizit, dass sie das auch mit Facebook machen. Dass sie das mit Google machen und mit Google Analytics hat niemanden interessiert, es steht aber trotzdem in den Privacy Policy drin. Im Endeffekt hätte es wahrscheinlich niemanden interessiert, wenn da auch noch Facebook dabei gestanden wäre, dann wäre das nämlich absolut irrelevant gewesen. Aber jetzt ist die große Schlagzeile natürlich da. Zoom sendet Daten an Facebook, so wie sehr, sehr viele andere das auch tun. Denn sobald ihr das Facebook SDK verwendet, sendet ihr mit eurer App automatisch alle Benutzerdaten an Facebook. Auch die von den Leuten, die natürlich nicht angemeldet sind bei Facebook. Das ist ganz logisch. Sprich, man kann nicht sagen, hey, der User, der soll bitte nicht analysiert werden. Ihr wisst ja nicht mal, ob der einen Facebook-Account hat, sondern ihr schickt einfach nur Daten dahin an Facebooks SDK und bekommt wieder irgendwelche Daten zurück. Das Ganze wird gemacht, um die App einfach irgendwie besser zu machen, irgendwelche Funktionalitäten, die man eben nicht selbst verwenden kann. Und logisch, dass da Facebook einfach einen Nutzen draus zieht, das machen die ja quasi immer. So. Jetzt ist das allerdings eine riesen Schlagzeile gewesen und dementsprechend tankt natürlich Zoom gerade. Ja, ich finde es auch nicht gut, dass sie einfach Daten an Facebook senden, obwohl sie es nicht in der Privacy Policy drin haben. Aber es ist nicht gerade so, als hätte irgendein Geschäftspartner die Wahl, wenn er Zoom verwenden muss. Ich habe auch schon Zoom verwendet und ich hätte nicht die Wahl gehabt zu sagen, ich möchte keinen Zoom benutzen, ich möchte lieber was anderes verwenden. Denn ja, manchmal ist man halt zu mancher Software gezwungen, gerade vom Beruf aus. Das sollte anders sein, aber bevor das nicht anders ist, könnt ihr da gar nichts dagegen tun. Okay, jetzt natürlich die zweite Frage, die euch brennend interessiert, nämlich an, wie wurde das eigentlich gemacht? Wie wurde das hier analysiert? Und ihr werdet hier wahrscheinlich in dem Bericht nichts Genaues sehen, was da genau oder wie das genau analysiert wurde, denn der Zoom-Code ist natürlich nicht Open Source, also der von der iOS-App. Der Zoom-Code ist selbstverständlich Closed Source, die haben einfach nur die App irgendwie deployed und die wird jetzt von allen Menschen genutzt. Aber das Ganze kann man trotzdem analysieren. Und zwar, wenn ihr Zoom auf eurem iOS bzw. auf eurem Endgerät, welches Endgerät auch immer das ist, installiert, dann sendet das natürlich nicht nur Daten an den Zoom-Server, sondern eben auch an Facebook und an all die anderen Dienste und an all die anderen Geräte, die man da so findet. Und was ihr dann machen könnt, ist ganz einfach. Ihr könnt den Netzwerk-Traffic mitschneiden und gucken, an welche Adressen geht denn eigentlich der ganze Traffic. Und das haben wir schon mal gemacht. Falls ihr euch erinnert, das haben wir in der Wireshark-Tutorial-Reihe sogar gemacht. Da kann man dann gucken, wo sendet eigentlich Zoom, beziehungsweise welche App auch immer ihr da haben wollt, wo sendet die denn eigentlich den Traffic hin und könnt dann analysieren, ja, welcher Traffic ist das, was passiert da genau und warum macht es das eigentlich. Was genau gesendet wird, werdet ihr in den meisten Fällen natürlich nicht sehen.
sehen können, weil der Traffic verschlüsselt ist, aber Metadaten sind unfassbar aussagekräftig. Metadaten enthalten nämlich in 99% der Fälle einfach genau die IP bzw. den Dienst, den ihr da einfach quasi anruft. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine App seht, die IP-Adresse von Facebook mehrfach anruft sozusagen, also mehrfach Daten dahin sendet, dann könnt ihr eigentlich quasi davon aussenden, okay, die senden jetzt Daten an Facebook. Und wenn ihr, sagen wir mal, irgendeine App habt, die ständig Daten an Google sendet, dann ist da natürlich auch Googles Adresse drauf. Und so funktioniert das Ganze. Ich werde euch natürlich Wireshark in den Infokarten verlinken, beziehungsweise habe ich schon, mache ich weiter vorne im Video. Und ja, dann könnt ihr einfach mal selbst eure Apps und eure Software untersuchen, wo die alle gerade hin telefonieren. Habe ich eigentlich alles in der Netzwerktechnik-Reihe auch erklärt. Macht das einfach mal. Ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeit, so analysieren, was da eigentlich wohin telefoniert, ist, glaube ich, mal ganz interessant. Und wer weiß, vielleicht wartet da ja die ein oder andere Schlagzeile auch noch auf euch, die vielleicht gar nicht so brisierend ist, wie man das vielleicht hier vermutet hätte. Gut, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen daraus und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.